Ja, wenn man ein Video nicht gleich beim ersten Mal richtig macht, dann macht man es nochmal. Das übliche Android-Kameraproblem. Das war nicht zuzumuten. Also machen wir es wie die GH5 endlich mal. Soll ich das ja eigentlich schon lang. Schaut, wie das innere Mikrofon ist. Bin ich auch gespannt. Dafür reicht es mal so als Testvideo. Es ging noch darum, wenn man jetzt eine Karte nimmt, die mehr als 64 GB hat, da kam ja auch die Frage, wie bekommt man den restlichen Platz auf der MicroSD-Karte nutzbar? Und es ist ja nicht nur damit getan, dass man jetzt noch eine Partition anlegt, wie ich es im letzten Video kurz angedeutet habe. Man muss ja auch noch hier unterm Amiga, muss man dann auch noch in dieser Partition, die ja dann als Festplatte erscheint, auch noch Partitionen anlegen. Man geht auf Tools, auf die HD Toolbox. Die ist von Haus aus, das sehen wir hier, wenn wir uns die Informationen anzeigen lassen. Ich hoffe, das Bild ist auch scharf. Sehen wir, es ist auf Ask Device eingestellt. Das heißt, er fragt alles Mögliche ab, was im System vorkommt. Man kann auch, das habe ich mit Amiga 4000 gemacht, ich habe einmal ein USB SCSI Device, einmal das IDE SCSI Device und das SCSI Device von der Cybervision, von der MK1. Habe ich mit 3 Programme gemacht, dann ist es einfacher. Ne? Heißt einfach Toolbox USB, Toolbox IDE und so weiter. Hier haben wir Ask Device, das heißt, wenn ich die jetzt öffne, dann zeigt er mir erstmal alles an, was da ist. Das Wi-Fi-Device, Kompakt-Flash-Device, Card-Disk-Device. Dann haben wir ein eMMC und SDHC. Das eMMC bin ich nicht ganz sicher. Da müssen wir jetzt nochmal genauer nachgucken. Wenn ich mich richtig erinnere, habe ich das SDHC-Device genommen. Öffnen wir mal und dann zeigt er mir auch die Karte an. Die SanDisk, 128 GB, nutzbar 119. Hier haben wir das Interface BRCM-SDHC. Also SDHC, ne, die Kartenklasse, XDHC, also Extended und so weiter. Das hier ist die Original, müssen wir abbrechen, wenn er sowas macht. Das ist die Originalpartition hier, die das Image-Programm angelegt hat. Und das ist die Partition, die ich dann angelegt habe. Es kann noch nichts passieren, wir gehen mal auf Partitionieren. Und hier zeigt er uns 3 Partitionen an. Fängt mit SDH2, 3 und 4. Und wenn ich auf die Originale gehe, habe ich ja SDH0 für die Workbench und den Rest haben sie einfach für ihren Stuff, was da alles drauf ist. Ich habe da schon einiges aussortiert, da kann man unheimlich Platz gewinnen, hat aber nicht ausgereicht, ne? Deswegen noch eine weitere Partition. Wir sehen ja auch, Dateisystem, es wird hier PDS-03 verwendet. Jetzt gehen wir hier auf Abbrechen, gehen wir auf unsere jetzt neue Festplatte, die wir als Partition angelegt haben, partitionieren und dann wisst ihr hoffentlich, wie das geht, neue Partition und so weiter, Standardeinstellungen, bla bla. Ich habe hier 512 Blöcke angegeben, Max Transfer habe ich alles original gelassen, habe auch das PDS-Filesystem habe ich hier wieder ausgewählt, damit alles gleich ist. Ja. SSR2, 3, 4 ist es bei mir. Das ist dann halt meine alte vom 4000er, Work, Ablage und so weiter, Media, trala. Wenn ihr jetzt einfach sagt, ey, mir alles egal, ich kopiere jetzt einfach in der Windows oder was auch immer, kopiere einfach meine existierende Partition oder schreibe die nochmal drauf, dann erscheint die auch hier unten drunter. Dann wird aber in den Partitionen auch wieder SDH0 und SDH1, die Partition benannt unter Amiga. Ne? Wenn ihr dann hier drauf geht, solltet ihr trotzdem SDH2, 3, 4 sehen, weil der Amiga ist ja schon ein schlaues Kerlchen. Ein Käpselchen, wie man bei uns sagt. Und lässt es nicht zu, dass es 2 SDH0 gibt. Da sagt dann, okay, dann zähle ich einfach weiter. Ihr könnt ja auch jeden Buchstaben einfügen, wie ihr wollt. Standard ist DH0, DH1 und so weiter. Man macht dann hier sogar S ist ganz gut, weil es eine SD-Karte ist. Oder man hat es dann controllerabhängig gemacht, dass man bei mehreren Controllers sieht, die Platte, das ist wirklich die Platte, die in diesem Controller hängt. Ja, man kann ja dann sagen ADH0, SDH0, XDH0, was auch immer. Es muss auch kein DH sein, da könnt ihr jeden Buchstaben verwenden. Aber es macht Sinn, wenn man es durchnummeriert. Dann sagt SDH0, klar, System, Workbench, dann 1, 2, 3 und so weiter, durchnummerieren. Und erst beim nächsten Controller dann wieder andere Buchstabenkombinationen. Ja, wenn er es gemacht hat, dann will er wahrscheinlich neu starten. Und das sollte man recht früh machen, falls man sich die draufgeschriebene Partition versehentlich schießt, muss man nicht immer wieder von vorne anfangen. Macht es am besten gleich. Ihr schreibt die Partition aus dem Image, legt gleich eine Partition dazu an
und dann an der Amiga rüber, gleich die Toolbox aufgemacht, die einrichten. Er wird dann nochmal fragen, soll ich wirklich und la, weil er kennt ja diese, in Quotes, in Anführungszeichen, Festplatte kennt er ja noch nicht. Das ist ja für ihn, für das Amiga-System eine zweite Festplatte. Ist ja keine Partition für ihn unter Windows oder was auch immer ihr verwendet. Und will initialisieren, ja, ist in Ordnung. Und dann, ja, genau. Das ist es eigentlich. Also schaut euch an, brcm sdhc.device. Bei mir ist die 1.2, keine Ahnung. Ich habe die Kiste auch noch immer nicht aktualisiert. Das ist immer noch der Stand wie beim letzten Video. Es funktioniert ja. Vielleicht irgendwann mal. Mache ich mir ein Backup-Image von der Karte, ein vollständiges. Oder gleich auf eine zweite Karte rüber kopieren. Dann sind die Tränen kleiner. Und werde das mal versuchen. Es ist irgendwie ein neues Coffin OS im Umlauf. Ich habe es jetzt noch auf keinem offiziellen Kanal gesehen. Bringt also nicht viel, wenn ich euch sage, da, hier die Version, die müsstet ihr dann auch haben können. Weil einer meinte, man muss eine Kernel-Datei austauschen. Ja, aber auf Coffin OS auf der Webseite war jetzt nichts zu sehen. Also, es läuft ja, also ich bin da entspannt. Gut, das soll dann ein recht kurzes Video werden. Gut, wenn Fragen sind, posten und dann gehen wir es durch. Und tschüss. Hey.